Moin zusammen! Heute gibt es mal wieder ein Video zu unserem Kumpan. Der hat nämlich ein fettes neues Update bekommen. Bisher war das ja so mit unserem Kumpan, dass wir einmal die Drehzahl erfasst haben, die Motortemperatur und die Außentemperatur. Und dann hatten wir noch einen weiteren Analogeingang, mit dem wir an den hier 690er, 701 und 700er Modellen die Ganganzeige aufgelegt haben. Was jetzt zusätzlich neu dazu gekommen ist, ist einmal, dass wir die Software komplett überarbeitet haben, dass wir da einfach mehr Leistung noch rausgeholt haben und auch verschiedene Layout-Optionen geändert haben oder auch ergänzt haben. Das heißt, wir haben jetzt 6 verschiedene Layouts und können verschiedene Werte auch an verschiedenen Stellen anzeigen. Dazu gibt es jetzt als Hardware neue Funktion einen zweiten Analogeingang und also dass wir in Summe 2 Analogeingänge haben, und an diesen 2 Analogeingängen können wir jeweils eine der folgenden Funktionen installieren. Wir haben dann einmal die Ganganzeige, so wie es bisher auch möglich war. Dann haben wir jetzt zusätzlich noch ein Kit für einen Öldrucksensor und noch die Möglichkeit, einmal eine zweite Motortemperatur aufzulegen. Das wurde von euch ja oft gewünscht, dass man neben der Öltemperatur, die meisten von euch angeschlossen haben, auch noch die Kühlwassertemperatur abnehmen kann. Die Möglichkeit haben wir jetzt auch geschaffen. Und als viertes kann man noch eine Lambda-Sonde anschließen, dass wir einen Lambda- oder einen AFR-Wert eben erfassen können. Also wie gesagt, das sind diese 4 Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben 2 Eingänge und an jeden dieser Eingänge kann einer dieser 4 Werte aufgelegt werden. Wir haben ja jetzt hier unsere ES700, also was wir jetzt hier auch gleich wieder machen, das gilt natürlich für die KTM 690 und ebenso für die Husqvarna 701. Ich würde euch jetzt mal ganz kurz den Einbau oder die Installationsorte von unserem Basismodell vom Kumpan zeigen, weil die Sets mit dem Öldrucksensor, der zweiten Motortemperatur oder auch der Lambda-Sonne, das sind separate Kits, die man bei uns erwerben kann, aber die kommen nicht in einem Paket, weil nicht jeder natürlich diese Funktion ja braucht, und deswegen beschränken wir uns jetzt zunächst einmal auf das Basiskit. Kannst du einmal kurz rüberkommen? Da gibt es jetzt nicht viel Neues. Wir haben weiterhin unser Display hier oben an der Lenkerbrücke installiert. Viele von euch verbauen ja auch den Rally Tower, da müsst ihr euch einfach gucken, wie ihr das dann sinnvoll installieren könnt. Ich schalte den jetzt einfach mal kurz ein, damit ihr das auch seht. Wir haben jetzt hier 2 Felder, wo eben diese Werte angezeigt werden können von unseren Analogeingängen. Also der eine Wert ist hier oben und der zweite ist dann hier unten. Ich stelle das jetzt einfach mal kurz ein. Das ist wie gesagt unser neues Display. Da gehen wir noch mal im Detail drauf ein. Und jetzt wähle ich mal über die Input-Eingänge meine Sensoren. Also an Input 1 werden wir nachher den Gang anschließen. Das zeige ich euch dann. Input 2 wäre jetzt die Lambda-Sonde. Das wähle ich jetzt einmal hier rüber aus. Und dann gehen wir zurück und dann sehen wir hier unten dann schon den Lambda-Wert angegeben. Hier oben, das graue Feld, ist dann der Input 1. Da, wie gesagt, wird der Gang angezeigt. Das zeige ich euch gleich noch. Das ist natürlich jetzt nicht angeschlossen, deswegen wird auch nichts angezeigt. Also, Display hier oben, dann Kabelstrang einmal hier umverlegen und dann musst du einmal nach vorne kommen. Also nicht von den Kabeln schrecken lassen, die werde ich euch alle im Detail erklären. Kabelstrang von unserem Kumpan kommt dann hier raus. Und dann fangen wir an mit dem Stromanschluss. Das sind diese beiden Kabel und die schließen wir hier am ACC2 an. Wir haben zusätzlich jetzt hier noch unsere ACC-Splitter installiert. Das ist auch ein Zusatzprodukt, dass wir quasi den vorhandenen einen Steckplatz in 2 Steckplätze erweitern oder um einen weiteren erweitern, dass wir insgesamt 2 haben. Dann können wir da mehr Zusatzgeräte anschließen. Also das ist der Stromanschluss vom Kumpan. Dann haben wir einmal das schwarze Kabel, das ist für das Drehzahlsignal. Dann das schwarz-weiße ist der Analog-1-Eingang. Da haben wir dann das Gangsignal nachher angeschlossen. Und dieses schwarz-blaue, das ist unser Analog-2, das ist der neue. Da haben wir jetzt die Lambda-Sonde angeschlossen. Also diese Kabel hier, die verlegen wir jetzt am Kabelstrang entlang nach unten. Wir haben jetzt einmal hier Motortemperatursensor habe ich noch vergessen. Das haben wir jetzt hier durchgelegt. Also Motortemperatur geht da durch, das Drehzahlsignalkabel und das Kabel für den Gangsensor hier durch. Und dann hier hinter diese Verkleidung lang, da ist auch diese Hydraulikleitung für die Kupplung. Das kann man da super entlang legen und haben hier auch diese Verkleidung. Und dann kommen wir hier unten raus. Und jetzt schließen wir zunächst einmal das Drehzahlsignal an. Wir haben hier in diesem Bereich diesen weißen Stecker. So sieht er von Werk aus, also so zusammengesteckt. Der ist relativ einfach zu finden, also ein Stecker mit 2 Kabeln. Und im Set enthalten für die 690, 701 und die 700er Modelle ist eben dieses Zwischenstück. Das können wir dann einfach einstecken. Das ist einfach Plug and Play.
und dann unser Drehzahlsignal hier oben anschließen. Wie gesagt, das schwarze Kabel ist für das Drehzahlsignal. Auch einfach eine Steckverbindung. Und das lassen wir dann mal hier. Das können wir nachher dann noch schön aufräumen. Dann zeige ich euch den Motortemperatursensor. Also wir haben ja an den 690, 701 und 700er Modellen haben wir ja mehrere Möglichkeiten, die Motortemperatur abzunehmen. Wir machen das gerne immer hier hinten am Steuerkettenspanner. Den sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Das ist hier, wie ihr das seht, hier unten. Da ist der Temperatursensor drin. Das ist M10x1. Und um den zu installieren, also ist es hilfreich, den Krümmer abzubauen. Man kommt es auch ohnehin, wenn man jetzt einen kurzen Gabelschlüssel hat und kleine Krankenschwesterhände oder Finger, sagt man ja immer. Da müsst ihr schauen, wie das für euch am besten taugt. Wir haben das mit so einer Verlängerung gemacht und so einem Kardangelenk. Haben wir dann den Blindstopfen, der da drin ist, rausgedreht und dann den Temperatursensor eingeschraubt und festgezogen. Und da geht es natürlich auch zu überprüfen, also ist der Dichtring drin, ist der Stopfen auch richtig angezogen. Nach der ersten Fahrt schaut ihr da einfach nochmal hin, ob da sich jetzt irgendwie unnötig viel Öl gebildet hat oder ob es einfach undicht ist. Das einfach sicherstellen. Das ist dann der Temperatursensor, der Stecker, und das ist unsere Leitung von oben. Auch hier ganz einfach zusammenstecken und verschrauben, und dann haben wir die Sachen auch schon angeschlossen. Jetzt kommen wir zu dem bisschen, also wo ihr Beachtung schenken müsst. Das hier ist jetzt der Stecker vom Gangsensor, und das ist wichtig, dass ihr da den richtigen raussucht. Das wurde leider schon oft falsch gemacht. Daher zeige ich euch das nochmal, wie man den ausfindig macht. Dazu gehen wir einmal hier runter. Am Schalthebel, oberhalb vom Schalthebel, seht ihr diesen Stecker am Motorgehäuse, und das ist der Gangsensor. Diesem Stecker bzw. dem Kabel, was da dran ist, folgt ihr nach oben, einfach hier entlang, Kabelstrang, und dann kommt ihr bei diesem Gegenstück raus. So, also ein 6-poliger Stecker, der sieht so aus. Bei den Husqvarna Modellen ist der, glaube ich, weiß, also es variiert lediglich die Farbe, aber diese 2x3 Kabel rein, so einen Stecker müsst ihr finden. Und an diesem Stecker gibt es dann ein braun-grünes Kabel, das ist das hier, und darauf liegt dann das Signal für den Kumpan an, mit dem wir den richtigen Gang anzeigen können, beziehungsweise das Signal, das wir interpretieren können, damit der korrekte Gang angezeigt wird. Das nehmen wir über so einen Abzweigverbinder ab. Wir bieten im Shop auch einen zusätzlichen Zwischenstecker an. Wir installieren das aber in der Regel nicht, weil dieser Zwischenstecker, ihr seht es ja, das sind 6 Pins oder 6 Kabel, und dann wird dieser Stecker einfach sehr groß. Man muss es da alles einzeln einpinnen, und dann wird das alles ein bisschen klobig, deswegen machen wir das nicht. Wir machen das über diesen Abzweigverbinder, mit dem wir sehr gute Erfahrung haben. Das ist ein spezieller Abzweigverbinder, der drinnen auch noch so eine Fettfüllung hat. Der kapselt dann diese Abzweigstelle ab, dass es da keine Korrosion gibt. Und wenn der sauber installiert ist, dann funktioniert das einwandfrei. Diesen Abzweigverbinder, der hat hier so eine offene Seite. Diese offene Seite, die müsst ihr dann in das Kabel oder das Kabel einlegen, dass das dann, ja, ich hoffe mal, das seht ihr jetzt gut. Also so sollte das dann aussehen, dass das sauber drin liegt. Und dann haben wir hier oben eine zweite Öffnung, und da stecken wir dann unser schwarz-weißes Kabel vom Kumpan ein. So, von oben. Dann sieht das so aus, bis unten durchstecken, und von der anderen Seite so. Ich hoffe, das seht ihr jetzt gut. Okay. Und dann drücken wir das mit den Fingern schon mal so ein bisschen zusammen, dann wird das schon mal fixiert. Dann ist aber wichtig, dass man das einmal komplett zusammendrückt. Wir nehmen hier mal so eine Parallelzange dazu, und dann rastet das auch ein, und ihr seht, dass hier auch so die Fettfüllung dann austritt, und dann drückt ihr das ganz zusammen, bis das hier oben bündig ist. Sehe ich da hinten, muss ich nochmal ein Stück drauf drücken, genau. Und jetzt seht ihr, das ist komplett bündig. Und jetzt sind die Kabel auch sicher miteinander verbunden. Die Fettfüllung hat sich um die Kabel drum gelegt, und wir haben hier dann diese abgeschirmte Stelle. Also so sollte das aussehen. Seht ihr, die beiden Kabel liegen sauber drin. Und dann können wir natürlich hier dann das wieder zusammenstecken. Jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis zu dem Stecker. Wenn ihr diesen Stecker auseinandersteckt, dürft ihr eure Zündung nicht anmachen. Wenn ihr die anmacht, dann fragt das Steuergerät eben die Position von der Schaltwelle ab. Und weil der Stecker dann entkoppelt ist, kriegt es keine Rückmeldung, und dann wird ein Fehler auf dem Steuergerät hinterlegt, und weil er die Position von der Schaltwelle eben verloren hat. Und das müsst ihr euch dann diesen Fehler wieder bei eurem KTM oder Husqvarna Gasgashändler runterlöschen lassen. Das ist absolut vermeidbar. Also wenn dieser Stecker hier getrennt ist, auf jeden Fall
dürft ihr nicht die Zündung einschalten, weil es sonst diese Fehlermeldung gibt. Aber ansonsten kann da nichts passieren, keine Sorge. Also das ist jetzt die Anschlussmöglichkeit von unserem Basispaket vom Kumpan. Wir können jetzt gleich mal hier oben gucken. Jetzt sollte uns dann korrekterweise auch der Gang ausgegeben werden am Analog 1. So, dann seht ihr, das klappt schon mal. Der Gang ist jetzt ausgegeben und genau hier unten die Lambda-Sonde normal. Dann zeige ich euch noch die anderen Funktionen, die wir auflegen können. Kommst du einmal mit rum. Also ich habe ja von diesen 4 Größen gesprochen und eine weitere Größe wäre ja eben die zweite Motortemperatur. Also wenn man das Kühlwasser jetzt noch auflegen will, drüben am Steuerkettenspanner haben wir die Öltemperatur und hier unten würde sich jetzt bietet sich eine gute Möglichkeit, wenn man das Kühlwasser noch anzeigen lassen will. Der Temperatursensor ist auch ein M10x1, also der ist baugleich zu dem für die Öltemperatur auf der anderen Seite. Und den kann man dann einfach hier unten installieren. Dafür muss man einmal den Motorschutz demontieren. Das Gute ist dann aber, dass der Stopfen wieder oder der Sensor nachher vom Motorschutz dann abgeschirmt ist. Und dann könnt ihr das hier einfach tauschen. Beim Tausch, da kommen manchmal oder ein paar Tropfen Kühlwasser raus. Das ist jetzt aber keine größere Raketenwissenschaft. Und dann einfach den Stopfen einschrauben. Und dann könnt ihr ihn hier hochlegen und echt super an diesem Motorträger dann am Rahmen entlang Richtung Cockpit. Also das wäre eine Möglichkeit, noch diesen weiteren Eingang zu benutzen. Dann kommen wir zum Öldruck. Also Öldruck war ja auch was von euch oft gefragt wurde oder gewünscht wurde auch. Und zwar, jetzt nehme ich mal gerade noch die Sitzbank runter. Die Verkleidung ab. Haben wir hier original einen Öldruckschalter, muss man sagen. Also das ist der vom Werk aus verbaut ist. Der Öldruckschalter, der macht eigentlich das, dass er nur sagen kann, also der hat einen Messbereich zwischen 0,1 und 0,3 bar und gibt dann quasi ein Signal, wenn der Öldruck drunter fällt, dann gibt es eine Fehlermeldung oben im Cockpit, das kennt ihr ja bestimmt. Also wenn eure Zündung, wenn ihr die anmacht und der Motor noch nicht läuft, dann leuchtet ja immer diese Öldrucklampe. Und das ist halt der normale Schalter eben, der nur diesen Bereich abdeckt und sagen kann, okay, Öldruck vorhanden oder nicht vorhanden. Der misst also nicht tatsächlich. Den Sensor, den wir jetzt installiert haben hier, das ist der misst tatsächlich einen echten Wert und zwar im Bereich von 0 bis 10 bar. Also das ist unser Kit hier. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir an den Originalanschluss hier rangegangen sind mit so einem T-Stück. Das heißt, dieser Originalschalter, der bleibt weiterhin vorhanden, dass ihr oben keine Fehlermeldung im Cockpit bekommt. Und dann hier ist jetzt aber unser Öldrucksensor installiert. Wie gesagt, über so ein T-Stück. Und dieses Kabel könnt ihr dann auch einfach hier oben Richtung Cockpit verlegen. Jetzt nicht wundern, hier, das ist noch so ein Versuchsträger bei uns gewesen. Aber so sieht das dann nachher bei euch aus. Also mit so einem Gewebeschlauch auch, dass der gut geschützt ist. Das ist dann der fertige Schalter. Und dann können wir jetzt einmal kurz nach vorne hier gehen zum Cockpit. Und da haben wir dann auch wieder so ein schwarz-weißes Kabel. Und den können wir jetzt anstelle von unserem Gang zum Beispiel anschließen. Das stecke ich mal kurz aus. Das war jetzt unser Gangsensor. Und dann stecken wir hier den Öldruck ein. Und gehen noch einmal rum. Zündung nochmal an. Dann müssen wir hier noch den richtigen Eingang auswählen. Also das ist ja wieder über Input und Analog 1 haben wir jetzt nicht mehr das Gangsignal angelegt, sondern sagen dem Kumpan Pressure, also der Öldruck, und gehen zurück und sind jetzt hier 0,0 bar. Klar, also weil der Motor nicht läuft. Wir können über den Kumpan, über die Software auch einen Schwellenwert einstellen. Also ihr seht ja, dass das hier jetzt rot ausgegeben wird. Das würde uns dann eine optische Rückmeldung geben, dass der Öldruck zu niedrig ist. Dieser Schwellenwert, der lässt sich auch einstellen, dass ihr das dann so, wie ihr es halt für euch gern hättet, anwenden könnt oder der richtige Anwendungsfall dann einfach gegeben ist. So, und als vierte und letzte Möglichkeit haben wir noch diese Lambda-Sonde oder die Anschlussmöglichkeit einer Lambda-Sonde bzw. einen AFR-Wert zum Ausgeben. Dafür müsst ihr eine Lambda-Sonde setzen. So, kommst du einmal hier runter. Und zwar serienmäßig ist ja an den Motorrädern eine Lambda-Sonde bereits installiert. Das ist aber eine Schmalbandsonde und wir haben jetzt hier eine Breitbandsonde gesetzt. Das ist in der Regel eigentlich immer diese Breitbandsonden von Bosch. Bosch LSU 4.9 ist das jetzt.
Damit ihr das installieren könnt, müsst ihr euch hier so eine Muffe einschweißen. Das haben wir in diesem Ort hier gemacht, weil einfach die Sonne dann nochmal geschützt ist und wir einen relativ kurzen Weg auch nach oben dann haben. Also das ist eine Arbeit, die ihr halt erledigen müsst. Und dann könnt ihr das aber dort installieren. Breitbandsonde, Kabel nach oben verlegen und dann kommen wir nochmal hier hinter die Lampenmaske. Es gibt verschiedene Hersteller von diesen Breitbandsonden auch. Die sind grundsätzlich alle kompatibel auch mit unserem Gerät. Also diese Breitbandsonden kommen dann immer mit so einem Controller, das ist ein bisschen dann herstellerabhängig. Wichtig ist, dass dieser Controller einen Analogwert ausgibt und dieser Analogwert, der wird dann von unserem Kumpan interpretiert. Und man kann das auch im Kumpan einstellen, das heißt, eure Sonde bzw. der Controller, der hat ein Datenblatt, das der sagt, Lambda-Wert X ist dann Spannungswert Y und das muss dann eben von einem weiteren Gerät interpretiert werden. Das wäre in unserem Fall der Kumpan. Das heißt, ihr könnt dort einstellen, Spannungswert so und so ist dann nachher Lambda-Wert. Also das kann man einstellen, da sind verschiedene Hersteller möglich, die man mit unserem Kumpan kompatibel installieren kann. Jetzt sieht das so aus, dieser Controller, der bekommt einmal hier, ist die Lambda-Sonde angeschlossen. Das ist dieses Kabelpaket, das geht hier rein. Und dann braucht der Controller nochmal eine externe Stromversorgung. Die haben wir jetzt an ACC1 angeschlossen. Es ist auch so, diese Breitbandsonden oder diese Lambda-Sonden haben noch eine interne Sondenheizung. Das heißt, die brauchen auch nochmal Strom. Das wird dann aber alles über diesen Controller abgewickelt. Und dann kommt schließlich hier das Kabel aus dem Controller raus. Das ist dann das hier. Und das liefert das Analogsignal für unseren Kumpan. Wie ihr seht, ist das dann hier angeschlossen. Hier haben wir nochmal einen Masseanschluss, der notwendig ist. Der ist auch an ACC2 wiederum angeschlossen über unser ACC2 Splitter. Und das ist dann das schlussendliche Signalkabel, was rauskommt. Und das haben wir jetzt an Analog 2 angeschlossen. Also da liegt jetzt der Lambda-Wert an. Jetzt können wir uns nochmal ich zeige euch nochmal verschiedene Display-Layouts, die wir hier konfigurieren können. Wir haben jetzt in der Software zwei Bereiche hinterlegt, wo die Werte angezeigt werden können, also vom Analogeingang 1 und 2. Das hier oben, wo jetzt aktuell hier der Öldruck angezeigt wird, ist der erste Bereich und hier unten haben wir den zweiten Bereich. Und ihr könnt jetzt, also was in diesen Bereichen jeweils angezeigt wird, könnt ihr austauschen. Das heißt, ihr könnt auch hier oben Lambda anzeigen und da unten den Öldruck beispielsweise. Das können wir jetzt hier über den Input dann wählen, also Pressure, wir könnten jetzt hier oben Lambda einstellen und hier unten, also Gang ist ja nicht angeschlossen, dann machen wir unten Pressure und jetzt haben wir das einmal so getauscht. Dann ist natürlich noch die Möglichkeit, hier verschiedene Display-Layouts sich auszuwählen. Die haben wir verschieden benannt. Das wäre jetzt eine andere Anordnung einfach. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, was wir hier so haben. Ja, und das ist ja immer ein bisschen fahrerabhängig auch, welche Werte relevant sind. Also hier hätten wir jetzt so ein Balkendiagramm mit der Drehzahl, das quasi hier rüber wandert, je nachdem, was die Leute halt so sich oder da bevorzugen, was für sie relevant ist. Ich mache jetzt hier mal Pressure, hier unten Lambda, dann seht ihr das nochmal bei dem Display-Layout. Genau, ihre Öldruckanzeige. Und dann gibt es noch das. Gear ist jetzt natürlich nicht aufgelegt. So, das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die wir da einfach zum Anzeigen haben. Wir haben noch einige neue Displayfarben. Ja, ich fahre gern mit Weiß rum, aber da ist ja jeder so ein bisschen anders, was passend zu seinem Motorrad ist, wie knallig ihr eure Maschine lackiert habt. Das könnt ihr hierüber einfach irgendwas Passendes auswählen, was euch taugt, was euch erheitert. Genau, verschiedene Farben. Schön individualisieren, das ist ja heute Trend, ne? Dann gehen wir nochmal über das Input. Und zwar gibt es hier immer noch Untermenüs. Wenn ihr zum Beispiel jetzt zum Gear-Untermenü kommen wollt, könnt ihr einfach hier oben Gear auswählen und dann auf Gear klicken. Und das ist dann so, dass ihr einmal euer Motorrad, also den Motor laufen lassen müsst. Dann hier oben den ersten Gang auswählen und dann den Gang am Motor auch einlegen. Und dann auf Calibrate drücken. Dann wird der entsprechende Wert hier hinterlegt. Ihr seht jetzt gerade hier 100 stehen. Ich mache jetzt den Motor mal nicht an, sonst wird es zu laut. Aber wir können mal hier das mit dem Leerlauf machen. Der Leerlauf ist ja jetzt eingelegt und dann auf Calibrate. Und dann seht ihr, dass hier ein anderer Wert hinterlegt wird. Und oben, das erscheint grün. Das heißt, der Wert ist abgespeichert. Dann können wir hier noch den Öldruck auswählen. Auch ein Untermenü. Das ist jetzt die Schwelle
quasi, die ihr einstellen könnt. Also wir haben jetzt hier 0,4 Bar offensichtlich hinterlegt. Und wenn der Wert, also der Öldruck unter 0,4 Bar fällt, dann wird die Öltemperatur oder der Öldruck, dann rot ausgegeben. Und das ist eben der Wert, den ihr hier einstellt. Also das ist ja auch, je nach Einsatzzweck kann das natürlich ein bisschen abweichen oder variieren. Jetzt haben wir das in dem Display nicht drin. Gehen wir mal hier rüber. Genau, und dann seht ihr jetzt, es wird rot ausgegeben. Dann könnt ihr über Lambda ebenso noch ein Untermenü gelangen und das sind die Werte, die ihr dann entsprechend eurem Set von der Lambda-Sonde bzw. dem Controller hinterlegen müsst. Also das steht im Datenblatt drin, die vom Controller ausgegeben werden. Das heißt Spannungswert 0, welcher Wert da angegeben werden muss. Und diese Werte, die jetzt voreingespeichert sind eigentlich bei den gängigsten Lambda-Sonden, Sets und Controllern, die sind immer gleich. Also da solltet ihr schon ganz gut fahren, könntet hier aber theoretisch noch entsprechend Änderungen vornehmen. Dann, ja, was ist eigentlich soweit? Temperature Adjust, ist aber ein schwieriges Wort. Da könnt ihr noch die Temperatur oder eine Temperaturkalibrierung vornehmen. Wenn ihr jetzt beispielsweise Probleme mit eurem Motortemperatursensor habt oder nicht so ganz den Hersteller Kalibrierung traut, könntet ihr beispielsweise den Temperatursensor in kochendes Wasser hängen, natürlich auf Meereshöhe, und dann wüsstet ihr, okay, das hat jetzt genau 100 Grad. Und wenn ihr dann am Kumpan eine Abweichung feststellt, meinetwegen um 2 Grad, dann könnt ihr das hierüber anpassen. Das ist quasi so ein Offset, den ihr einstellen könnt. Also das ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, wo ihr das dann noch kalibrieren oder korrigieren könnt, wenn ihr meint, dass da irgendwas im Argen ist. Ansonsten, gut, hier über Settings könnt ihr einfach umschalten zwischen Metric und Imperial. Wir haben ja Kunden weltweit und dann, je nachdem in welchem Land ihr seid, könnt ihr auch das einstellen. So, wie ihr seht, haben wir jede Menge neue Funktionen. Ich hoffe, diese ganzen Fakten und Einstellungsmöglichkeiten haben euch jetzt nicht erschlagen. Wir wollten mal so ein Überblickvideo schaffen, was jetzt mit diesem neuen Kumpan eben auch möglich ist. Wir freuen uns super über diese Funktion, die wir jetzt noch in diesem wirklich kleinen Gerät auch integrieren konnten. Das war eine ordentliche Herausforderung. Wir haben in der Vergangenheit aber einfach gemerkt, dass wir sehr unterschiedliche Kunden haben. Wir haben ja Supermoto-Fraktionen, wir haben Leute, die auf Rennstrecke gehen wollen, wir haben Leute, die ja damit 1-2 Wochen in Urlaub fahren, so wie wir, leicht unterwegs sind, und dann gibt es ja auch diese Weltreise-Fraktion, sage ich jetzt mal, die damit längere Touren machen wollen, und jede dieser Gruppen hat ja so seine Ansprüche an den Kumpan auch, welche Werte für ihn relevant sind, was er gern angezeigt haben möchte. Und wir hoffen einfach, dass wir damit möglichst viel Leuten oder Wünsche auch abdecken können, dass das jeder für sich so individuell auch zusammenstellen können. Wir freuen uns für die Rückmeldung, die wir in der Vergangenheit bekommen haben von euch. Und wir sind gespannt auch, was in Zukunft von euch noch kommen wird. Als Anregung, Rückmeldung einfach. Lasst gerne hören, was eure Erfahrungen damit sind. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.